Tomaten gehören bei uns einfach dazu. Sie sind in fast jeder Küche zu finden, schmecken frisch und liefern viele wertvolle Vitamine. Außerdem werden sie auch in vielen Hausmitteln und natürlichen Pflegeanwendungen gerne verwendet. Wenn ich Samen aus eigenen Tomaten gewinne, wähle ich am liebsten vollreife Früchte direkt von der Pflanze. Sie sollten gleichmäßig rot, gesund und schön rund sein. Nach dem Entnehmen der Samen lege ich sie auf ein feuchtes Papier und rolle alles vorsichtig zusammen. Danach kommen sie in eine kleine Kunststoffbox mit Deckel. So bleibt die Feuchtigkeit besser erhalten und die Samen sind vor Schädlingen geschützt. Jetzt schauen wir einmal nach, wie weit die Keimung schon ist. Schön zu sehen, die ersten kleinen grünen Keime sind bereits da. Genau jetzt ist der richtige Moment, die Anzucht vorzubereiten, damit sich die jungen Pflanzen in nährstoffreicher Erde gut weiterentwickeln können. Ich verwende dafür einfach alte Plastikbecher weiter. Jeder Becher wird mit lockerer, feiner Anzuchterde gefüllt. Anschließend setze ich nur die kräftigsten und gesündesten Keimlinge einzeln hinein. In dieser Phase ist vorsichtiges Gießen besonders wichtig. Am besten eignet sich eine Sprühflasche, damit die zarten Pflänzchen nicht beschädigt werden und die Feuchtigkeit gleichmäßig bleibt. Während die jungen Pflanzen weiter wachsen, bereite ich schon das spätere Substrat vor. Ich mische dafür 60% leichte Gartenerde, 30% organischen Kompost und 10% Reisspelzen oder ein anderes lockeres Strukturmaterial. Zusätzlich gebe ich noch etwas Trichoderma dazu, also einen nützlichen Pilz, der das Wurzelmilieu unterstützen kann. Diese Mischung liefert Nährstoffe, bleibt schön luftig und hilft dabei, Staunässe und Wurzelprobleme zu vermeiden. Danach fülle ich das fertige Substrat in meine Pflanzsäcke. Mit der Schaufel klopfe ich die Oberfläche nur ganz leicht an, damit die Erde sich setzt, aber trotzdem locker bleibt. Diesmal baue ich außerdem ein einfaches Langsam-Bewässerungssystem aus einem Kunststoffrohr. Mit einem heißen Werkzeug steche ich kleine, gleichmäßige Löcher in die untere Hälfte des Rohres. Mehr braucht es nicht, damit das Wasser später langsam in die Erde abgegeben wird. Danach stecke ich das Rohr mittig in den Pflanzsack. Wichtig ist, dass sich die gelochten Stellen vollständig am Substrat befinden. Anschließend verschließe ich den Sack sauber und bereite oben die Pflanzöffnung vor. Dafür schneide ich vorsichtig eine kleine dreieckige Öffnung in die Folie. An dieser Stelle kommt später der Wurzelballen hinein.
etwas Erde nehme ich dort noch heraus, damit genug Platz entsteht. Inzwischen sind auch die Jungpflanzen deutlich weiter. Die Blätter sehen frisch und gesund aus und rund um den Wurzelballen haben sich bereits viele feine, weiße Wurzeln gebildet. Genauso sollte es aussehen, bevor die Pflanzen an ihren endgültigen Platz umziehen. Jetzt setze ich jede Tomate vorsichtig in ihren Pflanzsack. Dabei achte ich darauf, dass der Wurzelballen nicht auseinanderfällt, damit die feinen Wurzeln keinen Schaden nehmen. Fertig. Und jetzt bauen wir zusammen ein Gestell für diese Tomatenpflanzen. Ich verwende Kabelbinder, um die Bambusstäbe sicher zu befestigen. An beiden Seiten dienen 2 Holzpfähle als Stützen. Anschließend binde ich auf gleicher Höhe noch eine waagerechte Bambusstange fest. Der obere Rahmen wird auf die gleiche Weise montiert. So habe ich ein einfaches, aber stabiles Gestell, das die Pflanzen gut tragen kann, sobald sie viele Früchte ansetzen. Zusätzlich zu den Nährstoffen, die bereits am Substrat enthalten sind, habe ich noch verrottete Blätter und organischen Humus vorbereitet. Diese gesamte Mischung gebe ich in das Plastikrohr und drücke sie mit einem Stab leicht nach unten. Bei jedem Gießen werden die organischen Stoffe langsam gelöst und nach bis in den Wurzelbereich transportiert, sodass die Pflanze die Nährstoffe gleichmäßig und schonend aufnehmen kann. Schon nach kurzer Zeit sind die Tomatenpflanzen sehr schnell gewachsen. Das Blätterdach ist dichter geworden, die Stängel kräftiger und die ersten gelben Blütenstände erscheinen bereits. Jetzt ist der richtige Moment, alte Blätter, kranke Blätter und die Geiztriebe in den Blattachseln zu entfernen. So kann die Pflanze ihre Nährstoffe besser auf den Haupttrieb und die Blüten konzentrieren. Und gleichzeitig verbessert sich die Luftzirkulation, was Pilzkrankheiten vorbeugt. Den Haupttrieb befestige ich vorsichtig in Richtung des Gestells, damit die Pflanze ordentlich nach oben wächst und mehr Sonne bekommt. Mit den übrigen Pflanzen mache ich es genauso. Wenn die Pflanzen blühen und sich auf die Fruchtbildung vorbereiten, gebe ich zusätzlich organischen Dünger. Zerstoßene Eierschalen für mehr Calcium und eine passende Menge NPK-Dünger dazu. Außerdem füge ich weiterhin etwas Trichoderma hinzu, damit das Wurzelsystem noch kräftiger wird. Ich mische alles gut und gebe es direkt in das Plastikrohr.
Danach fülle ich das Rohr mit Wasser, damit die Nährstoffe langsam bis in den Wurzelbereich gelangen. In dieser Phase ist das Wichtigste, die Feuchtigkeit konstant zu halten. Ich kontrolliere die Feuchtigkeit jeden Tag und gieße gleichmäßig, meist 1- bis 2-mal täglich, je nach Wetter. Liebe Tomaten, setzt bitte ganz viele Früchte an. Wow, die Tomaten sind wirklich sehr schnell gewachsen. Jede einzelne Frucht ist prall, glänzend, gleichmäßig und sieht wunderschön aus. Wenn die Pflanze in die Phase der Fruchtentwicklung kommt, gieße ich weiterhin regelmäßig an der Wurzel und ergänze die Nährstoffe in mäßiger Menge, damit die Pflanze die Früchte besser versorgen kann. Bei selbstgemischten Rezepten wie in diesem Video verwende ich immer nur eine sehr verdünnte Menge und übertreibe es nicht, damit die Wurzeln nicht belastet werden. Verwende ich immer nur eine sehr verdünnte Menge und übertreibe es nicht, damit die Wurzeln nicht belastet werden. Seht ihr das? Die ersten Früchte beginnen schon, sich rot zu färben. Auch jetzt halte ich die Feuchtigkeit weiterhin gleichmäßig, damit die Pflanzen keinen Wasserschock bekommen und die Früchte gleichmäßig ausreifen. Und schließlich, nach etwa 4 Monaten Pflege, ist der Moment gekommen, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Die roten, saftigen und lebendigen Tomatentrauben sind jetzt bereit für die Ernte. Jetzt ernte ich zuerst nur die vollreifen Früchte. Alles, was noch grün ist, darf noch weiter reifen und bleibt an der Pflanze. So kann man nach und nach immer wieder frische Tomaten ernten. Dieser Korb voller frischer Tomaten sieht wirklich wunderschön aus. Schreibt mir gern in die Kommentare, welches leckere Gericht ich aus diesem super frischen Korb Tomaten zubereiten sollte. Und jetzt lasst uns zusammen ernten.